Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir zeigen, wie du eine super leckere Linsensuppe zu Hause machen kannst, die überhaupt nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Die sogenannte Mercimek Çorba, also Linsensuppe auf türkische Art, und sie ist wirklich unglaublich lecker und in der Herstellung nimmt es gar nicht viel Zeit in Anspruch. Wir benötigen Linsen, eine Karotte, Zwiebel, Paprika, Kartoffeln und Knoblauch, ein Topf, da füllen wir dann das Wasser hinzu und das Ganze wird dann auf den Herd gestellt. Alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. So, das Wasser wird dann zum Kochen gebracht. Dann im nächsten Schritt werden die Linsen gründlich gewaschen. Also bei mir dauert es mindestens, mache ich das immer so um die 3 Mal. Also am besten macht man es halt so, dass man die Schale dann mit Wasser befüllt, das Ganze dann mit einem Löffel umrührt. Man merkt dann auch, dass das Wasser immer dunkler wird. Und diese Flüssigkeit wird dann gleich weggekippt. So schaut das aus, sehr dunkel. Dann wird das Wasser weggekippt. Dann nochmal mit Wasser befüllen, gut umrühren. Und dann kurz für 5 Minuten einfach zur Seite stellen. Dann wird die Zwiebel grob geschnitten. Also man muss überhaupt nicht, also man könnte die Zwiebel auch im Ganzen mit in die Suppe reinschmeißen. Am Ende wird das ja im Topf so lange gekocht, bis halt das Gemüse weich wird. Daher geht auch diese Suppe unglaublich schnell. Die Zwiebel einfach vierteln und zur Seite legen. Dann dasselbe mit der Karotte machen. Dann die Knoblauch. Knoblauch ist übrigens optional. Also es gibt ja manche Leute, die das überhaupt nicht mögen. Und falls du das nicht gerne in deiner Suppe haben möchtest, dann kannst du es auch komplett weglassen. Knoblauch muss auch nur geschält werden und kann dann auch gleichzeitig so im Topf landen gleich. Dann die Paprika. Die wird dann auch noch mal grob geschnitten. Die Paprika dient übrigens auch für diese rötliche Farbe und die Karotte auch. Die Linsen sind ja an sich, wenn man sie kocht, hat es ja so eine gelbliche Farbe. Und bei den meisten Rezepten ist es so, dass noch zusätzlich Tomatenmark hinzugefügt werden. Ich persönlich finde, dass Tomatenmark, ich weiß nicht, also es verändert sehr stark den Geschmack. Und das passt, also es schmeckt nicht so gut. Daher auch für die Farbe und ein wenig für den Paprikageschmack kommt halt die Paprika hinzu. Und dann natürlich die Kartoffeln schälen. Die werden dann auch gleich einfach nur grob geschnitten und kommen dann auch zu dem Gemüse hinzu. Die Kartoffel ist ganz, ganz wichtig.
weil die Kartoffel enthält ja die Stärke und das macht dann die Suppe unglaublich cremig. Also die Kartoffel ist ganz, ganz wichtig. Falls du das Video sehen solltest und Lust bekommst, das nachzukochen, aber du merkst, dass du zu Hause keine Karotte oder keine Paprika hast, kannst du die Suppe trotzdem zubereiten. Also es gibt auch Momente, da wo man halt nicht alle Zutaten hat. Der wichtigste Part sind halt die Linsen und die Zwiebel und die Kartoffeln. Und das macht halt diese cremige Konsistenz. Solltest du einer der Gemüsesorten nicht zu Hause machen, kannst du es trotzdem zubereiten. So, wenn du dann fertig bist und das ganze Gemüse und die Linsen ausgewaschen hast, also hier sieht man das jetzt, wie dunkel das Wasser geworden ist. Das wird dann nochmal weggekippt und nochmal mit Wasser befüllt und man sieht, das Wasser ist jetzt klar. So muss es sein. Dann natürlich wird das Wasser abgesiebt und das Ganze kommt dann ins kochende Wasser. Hier noch ein Teelöffel Salz. Und dann kommt das Geschnibbelte zum gekochten Wasser plus die Linsen. Und das Ganze wird dann so lange gekocht auf mittlerer Stufe, bis halt alles durchgegart ist. Übrigens, das sehr Interessante ist, dass egal bei welcher türkischen Familie man diese Suppe essen geht, bei jedem schmeckt sie anders. Und jeder hat halt seine Art, wie er sie zubereitet. Man merkt auch im Internet, wenn man danach sucht, dass halt alle Rezepte unterschiedliche Zutaten haben. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine sehr, sehr leckere und schnelle Suppe, die man halt jederzeit essen kann. So, jetzt, falls du merkst, dass die Flüssigkeit nicht ausreicht, kannst du immer wieder ein wenig Wasser hinzufügen. Und das Ganze wird jetzt einfach auf mittlerer Stufe, bis es durchgegart ist, alles geköchelt. Man merkt auch jetzt schon, hat es schon durch die Kartoffeln diese cremige Konsistenz schon bekommen. Das Ganze geht auch wirklich sehr, sehr schnell. Also ich glaube so um die 15 bis 20 Minuten, dann ist das Ganze auch fertig in der Zubereitung. So, wenn dann alles schön weich geworden ist, kommt der Handmixer zum Einsatz. Dann wird die Masse einmal schön durchpüriert. Und man merkt jetzt schon, durch die Paprika bekommt es eine wunderschöne rötliche Farbe, so leicht. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. So, das Ganze ist jetzt fertig durchpüriert. Es ist, wie ihr das jetzt gerade seht, richtig schön cremig geworden. Also meine Familie mag es nicht, wenn es wässrig ist. Es gibt ja auch bei einigen türkischen Familien, die die Suppe sehr wässrig machen. Bei mir ist sie halt etwas dickflüssiger und cremiger. So, als letztes kommt der allerwichtigste Schritt, nämlich Butter
Butter ist ganz wichtig. Ungefähr habe ich hier 2 Esslöffel. Das Ganze wird einmal geschmolzen auf niedriger Stufe. Also sie soll nicht braun werden. Und die Butter bringt also den wichtigsten Geschmack in die Suppe. Wenn das Ganze dann geschmolzen ist, kommt dann Minze hinzu, also getrocknete Minze. Ich glaube, im Supermarkt bekommt man den überall. Also ich habe den damals immer in Deutschland, habe ich den meistens, glaube ich, vom türkischen Supermarkt gekauft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber also falls ihr Minze nicht im Supermarkt findet, dann beim türkischen Supermarkt. So, wenn das dann geschmolzen ist, kommt dann ungefähr 1 Esslöffel getrocknete Minze hinzu. Und das wird dann leicht angeröstet in der Butter, damit die Butter so einen richtig schönen minzigen Geschmack bekommt. Das wird dann gut umgerührt. Es duftet übrigens, wenn ihr das dann macht, es duftet herrlich. So, und jetzt kommt noch 1 Esslöffel Paprikapulver dazu. Das Ganze wird dann auch noch mal gleich gut umgerührt. Und das, wenn die Paprika in der Butter ist, wird das Ganze auch schon vom Herd genommen. Und das Ganze wird dann in die Suppe hinzugefügt. Und das war's schon. Das Ganze wird dann noch gleich schön umgerührt. Manchmal ist es so, dass wenn die Suppe ein bisschen abkühlt, wird durch die Linsen wird das nochmal ein bisschen dicker. Dann könnt ihr jederzeit immer noch Wasser hinzufügen, falls euch die Masse ein bisschen zu dickflüssig ist. Und so schaut das Ganze aus. Und wird dann natürlich serviert mit Zitrone und mit dem türkischen Samun Ekmek. Ich habe übrigens auch das Samun Ekmek mal selber gebacken. Das verlinke ich dir oben rechts, falls du Interesse hast. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.